jetzt der Camping-Check. Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Camping-Check, die Sendung von Campern für Camper. Mit an meiner Seite ist natürlich immer wieder Luki. Leute, grüßt euch, schön, dass ihr dabei seid. Hello! Und herzlich willkommen auf Deutschlands wohl größten und ältesten Fernreisemobiltreffen. Das gibt es einmal im Jahr und zwar hier in Enkirch an der Mosel. Das ist was ganz Besonderes. Kleiner Funfact an der Seite. Das wurde 1979 von dem Willi Jansen gegründet und zwar in seinem Garten in Wetzlar in Hessen. Also eine richtig coole Geschichte. Und wir wollen uns viele skurrile Wohnmobile angucken. Also wir sind gerade erst angekommen und haben auf der Hinfahrt schon richtig coole Mobile gesehen. Gucken wir uns alle an. Das hier auch. Die Besitzer sind gerade noch nicht da, aber guckt euch das mal an. Das ist ein LKW mit Holzaufbau. Eine richtig schicke Geschichte. Hier gibt es sehr viele Leute, die es wirklich ernst meinen. Das sind Fernreisemobile, Expeditionsmobile. Die Leute sind damit unterwegs. Das sind krasse Selbstausbauten und genau darum geht es in dieser Folge. Selbstausbauten, krasse Camper und Menschen, die wirklich was zu erzählen haben. Und es ist richtig cool, dass ihr jetzt mit dabei seid. Weil wir waren noch nie auf diesem Treffen. Das erstreckt sich auf einer Länge von über 1 Kilometer auf diesem Wohnmobilstellplatz in Enkirch. Und es soll über 600 Fahrzeuge hier sein. Also ich glaube, das wird richtig fett, oder Luki, was meinst du? Lasst uns zusammen entdecken. Los geht's. Auf geht's, Leute. Das wird fett, Luki. Das wird richtig Ich brauch nicht viel, um glücklich zu sein. Nur ein paar gute Freunde, so wie euch. Das ist ja so schön hier, dass sie so Mut zur Farbe haben, oder? Ich meine, das Weiß gibt's ja oft, aber hier, guck mal. Oh. Wunderschöne Rundung, wie die Pamela. Guck mal Ja, hier. wie Pamelas Arsch, nur hinten. Also nur vorne in dem Fall. Guck dir das an. Und mit Herzchen hier. Und Was offener ist denn das für ein Türfrisur. tolles Teil, du. Oh, klopf mal an. Hallo? Hallo. Ja? Guck mal da, Luki. Moin, wer ist denn das? Hallo. Das ist unser Hund. Wie alt ist er denn? Der ist schon 14. Oh. Servus, grüß dich. Hallo. Ich heiße nicht Odo, ich bin der Friso. Und der Lukas, Gute. Hallo. Wer bist Ich bin du? Guido. Guido, moin. Dürfen wir mal reinkommen? Ja, klar. Wir machen eine Sendung über Camping. Ja, ich habe euch schon öfter im Fernsehen gesehen. Das ist aber lieb. Dankeschön. Was ist denn das? Eigenbau. Eine Almhütte, würde ich sagen. Eine rollende Almhütte. Boah. Das hast du alles selber gemacht. Ja, Das ist ja mega. Und diese ganzen Ornamente hier? die habe ich alle selber geschnitzt. Was bedeutet das denn? Das sind Wikinger-Symbole. Bist du so Wikinger? Ja, Ach Leute, deswegen der Bart hier. Guck mal. genau. Da müsste ich noch lange warten. Ja. Hier mit, darf ich mal? Ja. Ich bin dran, Leute, das wird schon. Mit Perle hier. Das ist aber, ach, cool. Aber ein bisschen Almhütte ist es schon hier, ne? Ja. Ja, wir wollten den alten Stil behalten. Wie alt ist denn das Teil hier? Der ist Baujahr 65, also jetzt dieses Jahr 60 Jahre alt. Und du? Ich bin Baujahr 67. Der ist ja älter als du. Ja, genau. Wie lange hast du den schon? 5 Jahre. Ein Ofen. Ein echter Ofen hier drin. 5 Jahre. Ja. Was hast du dafür bezahlt? Ich habe 10.000 dafür bezahlt. Okay. Und dann nochmal, wie viel reingesteckt? Ja, nochmal 40. Wahnsinn. Klo und Bad hast du nicht. Doch, alles aufgeräumt Nö. und sauber. Sag mal, wie groß das ist. Vor allem eine vollwertige Dusche, würde ich sagen, du. Ja, die ist 90 mal 60. Bist du damit auch richtig unterwegs? Ja, wir sind öfter unterwegs. Ich habe aufgehört zu arbeiten vor 3,5 Jahren. Ja. Und dann waren wir 3 Monate unterwegs in Albanien, Rumänien bis zum Schwarzen Meer, als mit diesem Fahrzeug. Wie war Alles das da? wunderbar geklappt. Sind das deine Kinder? Ja, Dann reist du mit deiner Frau. genau. Ich reise mit meiner Frau. Das sind meine 3 Söhne. Wahnsinn. Guck mal, hier liegt Lugi. Hast du das gesehen? Können wir mal vorne reingucken? Ja, klar. Ich habe hier einen Durchgang gebaut. Ey, Wahnsinn. Die Klappe kommt hier vor, während der Fahrt. Und hier kann man dann durchgehen zum Fahrerhaus. Oh, ist das schön. Wie viel hatten der runter? 79.000, Was war das denn mal für ein Fahrzeug? ein Krankentransportfahrzeug. Ach Quatsch. Ja. Wo willst du noch mal hin? Was ist dein größter Traum? Ja, wir wollen jetzt noch nach Island und dann vielleicht Richtung Afrika. Wow. Oder vielleicht sogar noch in die Mongolei. Okay. Oh. Ja. Was ist denn da über dir, sag mal? Das ist ein Dachfenster.
Wie geil ist das denn? Durchstieg. Ich werde verrückt, Leute. Also was man hier alles erlebt. Kann man da raus? Ja, klar. Ich versuch's mal, ich komme mal zu dir. Oh. Platz ist in der Gibt's kleinsten ja Hütte, du, im kleinsten Loch. Wofür sind Halt diese runter. Dinger hier eigentlich, diese Klappen? Ja, das war mal eine MG-Lafette Oha. zur Verteidigung. Allerdings wurden diese Fahrzeuge ja nur zu humanitären Zwecken eingesetzt. Gott sei Dank, das ist mir ja. immer am liebsten. So, ich stehe schon mal. Du lernst doch sicher unterwegs auch viele Leute kennen jetzt in fremden Ländern, ne? Ja. Was ist dir da so hängen geblieben? Ja, die schönste Geste war in Albanien tatsächlich. Das war, wir standen in der Seitenstraße, wollten auf eine Hauptstraße fahren und kamen nicht raus. Dann kam ein Polizist mit seinem Motorrad, hat sich auf die Straße gestellt, das Motorrad quergestellt, Verkehr angehalten und hat uns rausgewunken. Toll. Das war, fand ich, eine schöne Geste von den Super. Polizisten. Wahnsinn. Das war in Albanien. Also Guido, ich wünsche dir von Herzen alles Gute für eure Reise. Ja, Mega. So cool wie du bist. euch auch. Euch noch viele Kilometer, viele Dankeschön, tausend dass wir Kilometer. gucken durften. Ja, gerne. Irre. Am I dreaming? 'Cause not all roads have got a sign. Neither crossroads time and time for change. Am I dreaming? Wahnsinn. Ja. So eine zweite Achse wäre für Pamela auch mal ganz gut. Ne? Platz hätte ich ja. Ja, da könntest du ja ei, einiges ei, abschrauben an dem Ding hier. Guck dir das an hier. Leute, ist doch irre, oder? Aber die echte Schönheit, Leute, ihr wisst es ja, ne? Wir stehen so ein bisschen auf die alten Dinger. Das sind sie hier. Oh, guck mal hier. Moin. Servus. Darf ich mal kurz hier vorbeigucken? Ja, hallo. Moin, der Friso. Hi. Hallo, grüß dich. Orion, guck, habe ich so richtig gewusst. Wer bist du? Simone. Hallo Simon. Und du bist? Der Janis. Moin. Was, jetzt mal ganz ehrlich, warum sieht der denn so geleckt aus? Wir haben den halt gekauft und das sah nicht so gut aus. Da musste ich ihn jetzt lackieren und jetzt sieht er so aus. Dürfen wir mal reingucken? Ja, gerne. Janis, machst du eine Roomtour mit uns? Ja. Schuhe können sie anlassen. Nee, lassen wir, ziehen wir aus besser. Ja, nee, ist ja zu Hause. Ach, guck mal hier. Ja, also hier vorne haben wir das Fahrerhaus. Hast du den mit ausgebaut, sag mal? Also ich habe ab und zu mal geholfen. Hier haben wir dann Spiele und so drin. Okay. Ja, es ist sehr unaufgeräumt. Ist halt ein kleines Auto für 3 Personen. Da ist ja. die Küche. Das ist ja irre. Seid ihr viel damit unterwegs, sag mal? Ja, jetzt waren wir in Dänemark. Okay. Ja, geht. Der hält richtig durch, ne? Ja. Ja, seit Das 4 habt ihr aber Jahren. alles neu gemacht hier, ne? Ja. Die Möbel habe ich neu gemacht, ja. Selber gemacht. Die ganze Dämmung ist neu, die Boah. Bespannung, Leder ist alles neu. Das finde ich hier. Ist Das, find ich hier 46 Jahre alt. Da muss man das mal neu machen. das ist übrigens besonders toll, ihr Lieben. Guckt euch mal diese Seile an. Wenn ihr irgendwas renoviert oder neu macht beim Ausbau, dann sieht man auch so nicht die ganzen Kanten, die ganzen Zwischenräume siehst du da nicht. Und hier ist noch ein Klo. Da ist die Toilette, genau. Oh, aber schön hier. Guck mal an. Und die rechte Wand von dir, die kann man einfach, muss man oben entriegeln. Janis war eben noch duschen. Endlich mal. Oh. Ach, guck mal an. Das ist aber mal. Das ist ja komfortabel, du. Ja. Und du bist immer mit Mutter und Vater unterwegs. Letztes Jahr war ich öfters mit denen unterwegs. Also jetzt so wird das langsam abnehmen. Das wird abnehmen. Weil ich habe tatsächlich nicht mehr so Lust da drauf. Okay. Aber Das so kommt ab, wieder. Aber so ab und zu mal werde ich noch mitfahren. Das kommt wieder. Ja. Besonders hier nach Enkirch. Der Sohn will bald nicht mal mitkommen. Ja, da scheint was dran zu sein. Ja. Echt? Und wie ist das so loszulassen? Ja, dann ist das so. Wir sollen noch seinen eigenen Weg gehen. Einmal Camper, meistens immer Ja, Camper. das kommt, glaube ich, auch wieder bei ihm. Ja, ja. Der hat hier eine Soleika in Aussicht. Deswegen. Der hat eine Soleika in Aussicht. Ja. Was ist das das? ist ein Wohnwagen von dem Hersteller mit der Form. Und davon haben wir auch einen zu Hause, aber den muss ich noch fertig machen. Und den kriegst du dann vielleicht. Ja, für eventuell hinter einem Bulldog zu hängen. Aha, hinter einem so, Traktor. jetzt haben wir es nämlich. Ich dachte gerade, ich habe mich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Und dann mit dem Traktor unterwegs. Ja. Geil. Da rufst du uns an, das gucken wir uns an, Ja, wenn es soweit ist. Ja? alles Ja. klar. Cool, dann passt auf euch auf. Danke. Schlaft schön in euren wirklich schönen Fahrzeug. Irre. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss, bis dann. Tschüss. Guck mal, Luki, cool, ne? Wir haben auch ganz viele so Flohmarktstände. Moin, hallo. Servus. Grüße euch. Guck, was hier alles gibt, ey. Ich würde sagen, hier war ein Ersatzteile. Werkzeugmann. Luki, das ist mal ein Ringschlüssel, oder?
Wahnsinn. Und wenn wir noch lange weiter drehen mit unseren Gelenken und so weiter, dann können wir hier, guck mal, Ich glaube, das, das zeig mal. passt dann. Ja, da kannst du wieder reparieren. 50er. 50er passt am rechten Ja, Arm. kann man immer Ein gut 50er gebrauchen. kann man eigentlich immer gebrauchen. Ob so oder so. Ja, 50er geht immer. Guck mal Was ist hier. das denn? Gaslaterne für einen 50er. Nicht schlecht. Bisschen schwer, aber ja. Friso, Achtung, guck mal hier. Hahaha, Leute, mit halber Sonnenbrille. Das ist nicht geblendet. Sieht gut aus. Kann ich es Guck tragen? mal in die Sonne. Kann ich es tragen? Ja, total. Steht hier. Ah, die Musiker. Darf ich auch mal? Ja, gerne. Originelles Trommelkonzert. Das ist überhaupt nicht wahr. Danke. Dankeschön, super. Dankeschön. Mega, vielen Dank. Sehr gut. Wo kommt ihr her? Ich komme aus der Schweiz. Ah, daher kommst du. Super. Ich dachte, das wäre holländisch. Leute. Exklusiv Schweizer und deutscher Gemeinschaft. Leute, Ja. los geht's. Toll gemacht, Friso. Alter, Ja. Trommler. Ja, da ist sie, die Pamela. Und ihr Lieben, ihr könnt sie finden bei Insta, mich auch, oder Friso Richter. Auch immer, wenn Leute gerne was basteln, bin ich gerne für zu haben. Und wir haben schon unsere kleine Wagenburg hier aufgebaut. Da ist sie. Luki hat seinen Templer dabei. Der Einzige, der noch fehlt, ist Luki. Friso, Ja, da bist du ja. ja, das ist doch der Richtige. Leute, jetzt habe ich einmal keine Kamera dabei. Guck dir bitte an, was ich hier gefunden habe. Was ist das denn? Das ist ein Weltraum-Wärmeempfänger, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Es ist eine Wärmelampe, da kommt unten hier so ein Gasdingsbums rein. Zum Eine Stecken, Gaskartusche. Eine Gaskartusche, ja. Habe ich zu Hause, glaube ich, noch eine alte von damals, von Zeltzeiten. Und dann kannst du damit mal schön hier Wärme strahlen. Geil. Leute, das wird getestet. Guck mal hier, es kommt hier am Tisch. Passt sogar schön zu dem runden Ei da. Komm, Luki, auf geht's. Templer, passt schön drauf auf. Vielleicht finden wir ja noch was. Mega, ein Weltraum-Satelliten-Wärmeempfänger. Los geht's. Ein Spinner. Was erzählst du denn da? Geil. Nachher glaubt das noch einer. Das hat schon hier so seine gewisse Höhe, ne? Vor allen Magst du Bierchen trinken, Dingen Luki? Automatik. Luki, Ja? dreh dich mal um. Was ist denn das? Alter Schwede, Der ist kommt der ja hoch. durch keine Brücke mehr durch hier. Nee, Das ist ja irre. Schweizer. Hallo? Hast du es gesehen? Wo warst denn du gerade? Ich bin in den Innereien. Was machst du denn da gerade? Ja, wollt ihr mal reinschauen? Ja. Ja, so. Hier, seht ihr das? Da ist ein kleines Problem dann mit dem Gas. Ne? Das muss neu eingestellt werden, der Gaszug. Der kommt da hinten hin. Aha. Ja. Wo kommst du her? Wir sind aus der Schweiz. Ja, das hab ich Solothurn, genau, ja. Ja. Solothurn. Das ist in der Nähe von Basel, nochmal 40 Kilometer rein in die Schweiz. Sorry, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin der Friso. Filippo. Filippo. Hi. Luki. Servus, der Luki, grüß Hi. dich. Moin. Salut. Was ist das für ein Teil? Ja, vor allen Dingen, wie hoch ist er? Was wiegt? Momentan ist er 4,95 Meter. Für Brücke muss er reingefahren werden. Dann fährt das ganze Dach nach unten, dann sind wir 3,95 Meter. Kannst du das mal zeigen? Ja, dann kommt mal rein. Ja. Dankeschön. Ich gehe. Wahnsinn, Leute. Was? Der Aufbauofen 3,95 ist Meter. vom Profi gemacht worden. Oh, guck mal hier. Oha. Das ist aber schick. Geht man nach hinten durch. Also man geht hier so hoch. Wahnsinn. Und hier oben ist dann der zweite Stock zum Schlafen. Leute, das ist ja mehr so eine Halle hier. So, seid ihr damit nur in der Schweiz unterwegs oder richtig? Nein, wir fahren jedes Jahr nach Nordafrika. Nach Nordafrika. Ja, also wir waren bisher Tunesien ein Jahr Marokko, ein Jahr Mauretanien waren wir jetzt. Und wir fahren immer in die Sahara rein. Was war dein schönstes Erlebnis bis jetzt mit der Iran. Frau? Wunderschönes und super nette Menschen. Ganz anders wie die Politik dort ist. Eben sehr unheimlich gebildet. Das finde ich ja so interessant. Man kriegt ja immer über die Nachrichten und so mit, da ist Krieg, da ist das und das und die Menschen gehen dabei so ein bisschen unter, wie die eigentlich sind. Ne? Ja. Also jeder, der schon in Iran war, wird das Gleiche berichten, dass die Iraner unheimlich gastfreundlich sind und unheimlich, also so nette Menschen. Wir durften, wenn wir einkaufen waren, durften wir uns nicht anstellen, nach vorne geschickt, wir sind Gäste, Brot haben wir nicht bezahlen dürfen,
die Iraner zelten unheimlich gerne. Ach Quatsch Die jetzt. zelten unheimlich gerne. Zelter sind ja die wahren Helden bei uns in der Sendung, ne? Genau. Aber sie waren alle neugierig, alle wollten was über den Westen wissen und alle so nett und wir haben so, ich könnte jetzt stundenlang erzählen. Hören wir mal jetzt auf, genau. Spannend, echt. Ja, Reisen bildet. Ja. Ja. Kannst du das jetzt einmal Ja. runter machen, sag mal? Jetzt sind wir gespannt. Also der Unemog hier ist 30 Jahre alt übrigens. 30? 30, ja. Das sieht ja gar nicht aus. Und der Aufbau ist jetzt 15 Jahre alt. Ja. Vorher war das ein Kranwagen in England. Das heißt, das Lenkrad war auch auf der rechten Seite, ist umgebaut worden. So, jetzt mach mal runter. Jetzt will So, ich mal jetzt, sehen. also am besten sieht man es an den Ecken, wenn ihr hochschaut. Ich mach's mal runter. Das ist wie eine Halle hier. Ja. Echo, jo. Und das ist ja immer, also, das ist ja immer noch groß. Ach, guck mal, jetzt gehen die Fenster zu, Luki. Das ist ja cool. Ah. Da fühlt man sich wahrscheinlich auch ein bisschen geschützter, wenn man irgendwo unterwegs ist, ne? Unerfahrene Einbrecher sieht es nicht, dass das ein Wohnmobil ist, sondern ein Lastwagen. Also vielen Dank, auch für deine Gastfreundschaft. Bitte. Alles Gerne. Gute und ich finde das cool, dass du uns mal so einen Einblick in die Gerne. fremden Kulturen gegeben hast. Weil ich finde, Leute, das ist einfach zu wenig gerade, oder? Ja, Also es gibt ganz viele negative Berichte, aber über die Menschen erfährt man so wenig. Danke dafür. Danke. Gute Fahrt. Grüß die Frau und den Hund. Das ist süß, oder? Hallo. Das ist eine schicke Farbe. Was ist denn das? Pistazie. Pistazien. Hallo. Moin. Hallo. Friso und Lukas vom Campingcheck. Dürfen wir euch mal stören? Ja, klar. Wir wurden angezogen von der Farbe. Wem gehört der? Mir gehört der. Pistazie, oder? Nein, das ist Jadegrün VW. Ja, der Grün natürlich. Grüß dich, Ist Friso. natürlich ein Mercedes, Moin. aber Dürfen wir mal reingucken? gerne. Darf ich mal so indiskret fragen? Rollstuhl? Ja, meiner. Warum hast du einen Rollstuhl? Ich habe eine inkomplette Querschnittslähmung. Oh. Was heißt das? Das linke Bein funktioniert nur bedingt. Moment, was hast du denn da dran? Das ist eine Orthese. Die ersetzt quasi die Muskulatur im Bein. Und wenn du jetzt gehst, dann Löst das aus. Quasi wie ein Stoßdämpfer ist das. das habe ich noch nie gesehen. Bergab gehen. Aber es scheint gut zu Ja, funktionieren, auf oder? jeden Fall. Gute Technik. Aber irgendwann brauchst du dann doch den Rollstuhl. Ja, für längere Strecken. Das ist ja irre. Klappt. Guck mal hier, das ist ja irre. Entschuldigung, dass ich da so fasziniert von bin, aber ich finde das einfach toll, wenn es sowas gibt. War das dann schon so ein Gamechanger für dich? Ja, schon ein bisschen. Ja. Aber ich habe es, glaube ich, ganz gut kompensiert. Das ist alles selbst gebaut, was hier drin ist? Von dir? Ja. Respekt. Sag mal, warum hast du dir so ein großes Teil gekauft? Wir wollten mal im Warmen sitzen, wenn wir mal schlechtes Wetter haben. Wir waren früher viel mit dem Landy unterwegs. Mit deiner Frau? Mit meiner Frau Ja. und Kindern. Das Kinderzimmer ist vorne. Und ja, und dann haben wir gesagt, wenn schlecht Wetter ist oder bist in den Alpen irgendwo unterwegs, dann hast du abends auch im Sommer, ab Sonnenuntergang, geht es schnell auf die 0 Grad zu. Und wir haben gesagt, wir wollen mal wieder drinnen sitzen. Was war denn das mal für ein Fahrzeug? Ein LF16 Löschfahrzeug mit einer Vorbaupumpe. Ach Quatsch, ein Feuerwehrauto. Ja, der war mal komplett rot mit einem Jalousie-Aufbau. Und der heißt Zwerg. Der heißt Zwerg. Hat sich so beim Ausbau Ich mag deinen Humor, hat sich richtig das so gut. ergeben. Wahnsinn. Ich komme von dieser Farbe nicht weg. Das ist doch irre, oder? Ja, der Grund, warum ich den verkaufen möchte, aber eigentlich nicht verkaufen möchte, ist... Ja, was denn jetzt? Ja, weil ich den äußerst schlecht kuppeln kann Ach so, okay. seit meinem Unfall. Ist dir was passiert? Ich bin gestürzt in der Dusche. Nein, Arsch. Gefallen. Ja, doch. Ja, und darum gucken wir mal. Also ich suche entweder ein Automatikgetriebe dafür Ja. oder ein Fahrzeug mit Automatik, eventuell, dass wir mal wechseln. Also Leute, ihr könnt den jetzt kaufen. Ich habe dich noch gar nicht nach deinem Namen gefragt, sorry. Hugi. Hugi. Ja, Das das ist aber ist mein Spitzname. Wie heißt Steht auch du? da oben auf dem Nummer. Wie heißt du richtig? Thomas. Hugenbruch. Hugenbruch, alles klar. Also den kann man jetzt, wo kommst du her? Aus Düren. Aus Düren. So, jetzt können wir hier mal Baujahr 84, 78.500 VB. Also da ist noch ein bisschen was möglich. Ja, auf jeden Fall. Vor allem hier, Leute, ihr wisst auch, Feuerwehrautos hier ganz wenig immer runter. 63.000 erst. Ja, davon haben 35.000 wir gefahren. Wo wart ihr denn? Europa, alle möglichen Ecken. Und was war dein schönstes Erlebnis, wo du wirklich gesagt hast, da hat sich der Kauf und ja, vor allem die Größe vom Zwerg gelohnt? Pass auf. Hoch oben in den Alpen stehen, Ja. mit einem Blick auf den Mont Blanc, wie morgens die Sonne aufgeht. Da vorne auf der Toilette sitzen mit der offenen Tür, weil sonst keiner da ist. Okay. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ja. Leute. Ein Moment der Schönheit. Ja. So. Ja. Und, Kacken beim Camping. Es ist immer ein Thema, Leute. Keiner will drüber reden, aber Alle machen's. Hugi macht's. ja.
Hugi, vielen Dank. Also danke für deine offenen Worte. Danke, dass du mir das mal erklärt hast. Ich finde es wirklich sehr spannend. Tut mir leid, dass das passiert ist. Also wer eine Automatik hat hier, Hugi. Ne? Super. Ja, wunderbar. Pass auf dich auf. Ciao. Danke, ciao, ciao. Oh, guck mal hier. Hallo. Servus. Oh, das sieht aber lecker aus bei euch. Was gibt es Selbst denn? gemacht? Wer kann, der kann. Natürlich Ja. selbst gemacht. Sehr gesund. Viel Spaß euch. Ciao. Dankeschön. Jetzt habe ich Hunger, Luki. Ich auch. So Leute, guckt euch das mal an hier. Friso hat mir geholfen. Wie schön ist das denn? Vielen Dank, Friso. Ja, ich Hast wollte du mal eine ein bisschen- Kamera aufgebaut? Ja, ich wollte dich mal ein bisschen Und was schaffst du da jetzt hier? Ich habe ganz was Neues. Oh, Das ist ein neuer Grill. Schön massiv aus Eisen. und in Rot. Ja, Feuerwehrwagen Wahnsinn. rot. Und der Deckel, kleines Packmaß, der Deckel ist gleichzeitig der Untersetzer. Das ist nämlich ein Tischgrill. Hier ist die Kohle schon beschichtet und man braucht keinen Grillanzünder Müsste mehr. theoretisch relativ zügig gehen. Weil ich habe nämlich auch einen massiven Hunger, mein Freund. Hast du die Campingbananen mitgebracht? Du warst zuständig. Leute, Campingbananen in Rot. Mega lecker. Spezialität, liebe ich. Werde ich dir nachher zeigen. Klar. Bin ich gespannt. So. So Leute, Chili Cheese Bananenzeit. Guck mal, Friso, was ich mitgebracht habe. Ja. Sehr gut. So, jetzt kommt der Rost hier drauf. Guck mal, sieht schon ganz gut aus. Meine Aufgabe ist erfüllt. Jetzt kommt deine. Ich bin sehr gespannt. Stört sich, wenn ich dein Würstchen... Nee, fass mal an. Wir sind ja hier. Das klingt mir Wir so sind ja blöd. privat. Stört sich, wenn ich dein Würstchen mit den Ja. Fingern anfasse. Guck mal hier. So. Gut aussehen tut's. Ja, jetzt muss man hier so ein bisschen drapieren. Also 4 Würstchen passen drauf. Das ist aber auch voll. Klein, aber fein. Jetzt müssen Und wir in warten. Rot. Ja? Ja. Oh Leute, ich habe einen Hunger. Ich werde verrückt. Ich habe einen neuen Hack für euch. Also Würstchen sind gut. Jetzt haben wir ja oft das Problem, die Wurst ist relativ kurz. Aber wenn man eine längere hat, dann passt sie ja immer so schlecht da rein und links, rechts fettet's raus. Jetzt haben wir einen Hack für euch. Mein Messer habe ich vergessen zu Hause. Ich habe immer so ein kleines Campingbeil dabei. Oh, tu dir bitte nicht weh. Das ist Friso sauscharf. mit Campingball. So, man schneidet das an, aber nicht durch. Dann klappen wir es auf und höhlen den Innenraum raus. So, das essen wir gleich. Jetzt kommt da Senf rein. Und jetzt kommt's. Wurde es Bin durchgeschnitten, schwer gespannt, Leute. durchgehackt. Moment. Sieht schon mal gut. Chili Sieht Cheese. gut- sieht gut aus. Spezialwurst, mein Und jetzt Freund. legt man die einfach hier in die Seiten rein. So. Ja. Und jetzt. Was Nicht sagst du? schlecht. Zeig mal her. Du, das ist ja, als wäre nichts gewesen. Und das Schönste, Leute, wisst ihr was? Das ist wie ein Würstchenbrötchen to go. Das kann man hier in die Tasche So sieht's stecken, aus, ja. kann loslaufen und ganz unauffällig mal. Hier, Leute, ich habe mal gerade ein Ich probier Wurstbrötchen mal. hier. Wie ist deine Achtung, Chili Cheese Wurst? Und du saust dich nicht so voll. Ist gut? Danke, Friso. Gerne. Mosel. Also hätte ich gewusst, dass es hier so schön ist, wäre ich schon mal hier gewesen. Das ist das erste Mal, dass ich hier bin, Leute. Du? Ich war auch noch nie hier, aber der Wein soll sehr gut sein hier. Ja. Übrigens, das ist ja ein Wohnmobilstellplatz. Das heißt, ihr könnt auch so hier stehen, wenn das nicht ist, das Treffen. Da kostet ein Platz 12 €. Das finde ich wirklich richtig günstig. Und dann gibt es auch so eine kleine Touristenabgabe, je nachdem, wie viele Leute ihr seid. Und jetzt wollen wir mal die vom Anfang kennenlernen. Jetzt sind sie nämlich da. Guck. Mit dem geilen Holzkästchen hinten drauf. Guck mal hier, schickes Ding noch. Hallo, Hallo. der Friso und der Lukas vom Camping Check. Ja, die Petra. Servus, Petra. grüß dich, Petra. Hallo, grüß dich. Wir haben den Anfang von unserem Film schon mal bei euch hinten drauf gedreht. Ich hoffe, das war in Ordnung. Total. Ja? Absolut. Bist du alleine hier? Nein, der Klaus ist auch dabei. Klaus, achso. Da hinten. Der steht hier vorne und Das ist eine Überraschung. Moin Klaus, grüß dich. Servus, hallo. grüß dich, Klaus. Gute. Sag mal, was hast du denn hier für einen geilen Kasten? Oder ihr? Ja, das war ursprünglich als Ladung gedacht. Deswegen sind die Gurte da noch dran. Ja. Und habe ich dann voriges Jahr habe ich den jetzt als Wohnmobil zugelassen, musste Unterfahrschutz drunter machen und so weiter. Und das Ding ist mit Hilfe, habe ich halt selbst gebaut. Selbst gebaut? Ja. Mit Also, Hilfe. das Also wie ist gesagt, ist aber- autark im Grunde. Ja, vom Raumklima natürlich alles Holz, ne? Von der Wärmedämmung alles top. Da muss ich mal riechen gehen. Dürfen wir mal gucken gehen? Ja, gerne. Kommst du mit? Ach, guck mal an. Also ist eine richtige Haustür. Ne? Und hier frühstücken wir immer. Ne? Wofür ist das hier? Das ist unser Frühstücksbett. Das ist einmal vergrößert worden. Wenn du jetzt kannst du hier Rauchbahn, da brauchst du nicht schräg essen. Das ist ja...
Und Luki? Also Leute, das ist mal hier. Petra, lässt uns mal rein. Ja, Ich bin ja gespannt. ich hoffe, ich habe aufgeräumt. Das macht nichts. Ein richtiger Camper räumt nicht auf. Genau. Wer aufräumt, ist zu faul zum Suchen. Ja. Oh, ist das schön. Ja, man merkt, das ist eine andere Atmosphäre einfach, ne? Ja, genau. Es ist auch bei kalten Temperaturen nicht kalt in der Nacht. Und tagsüber heizt es nicht total auf. Klaus, wie sieht das aus? Seid ihr auch richtig Fernreisemobilisten sozusagen? Ja, nee, also richtig nicht mehr. Aber vom Alter her, ich bin weit über 70, dann irgendwo hört der Spaß auf, sag ich mal. Aber Österreich sind wir schon gefahren, Italien sind wir gefahren, also Europa, sag ich mal. Was habt ihr da hinten noch? Schöne Toilette, Friso. Guck mal hier. Mit Bullauge. Mit Aussicht hier. Was gefällt dir denn so am Campen? Ja, schön ist an sich, dass ich meine Räder dabei habe. Also ich fahre sehr viel Rad. Ich fahre im Jahr 10.000 Kilometer seit 30 Jahren. 10.000? Ja. Wahnsinn. Seit 30 Jahren? Ich habe ein Fahrrad, das hat 125.000 Kilometer weg und fahre an sich täglich, jeden Tag, weil ich mit 41 Probleme mit dem Herzen gekriegt habe, beziehungsweise ich habe einen Stent gekriegt, weil die ganze Familie ist im Grunde daran verstorben ist. Und seitdem fahre ich so intensiv Fahrrad. Habt jetzt zwar auch nochmal 6 Stents gekriegt, also insgesamt habe ich jetzt 7. 7? Ja, aber ich muss sagen, ich habe im Grunde nichts, mir geht's gut. Was war denn euer schönster Moment in diesem Mobil? Ich kann dir den schlechtesten erzählen, der ist erzählenswert, sag ich mal. Ich muss die Tür mal eben zumachen. Ja, sie lacht schon so, die Petra, ich bin mir noch nicht so sicher. Also da war unsere erste Fahrt, die wir gemacht haben und Petra war nicht so ganz begeistert von dem Ding erst. Und dann sind wir angekommen, ich habe mich offen geschlossen und so war die Schublade. Und dann bist du nicht mehr reingekommen. Genau. Dann habe ich hier noch gebohrt, Um wieder reinzukommen. deswegen habe ich jetzt hier, sag ich mal, diesen Verschluss. Dass das nicht mehr passiert. Ja, das war also Drama. Nach 10 Stunden Fahrt kamst du in die Karre nicht rein. Das wusste ich sofort. Und was war dein schönster Moment? Du hast gerade schon so gelacht. Was ist der schönste Moment? Der schönste Moment ist eigentlich hier draußen, wenn man draußen sitzt und frühstückt oder auch am Abend sitzt und es regnet und du kannst hier an der frischen Luft tagtäglich oder immer dich auslassen. Vielen Dank, ihr Lieben. Dann bleibt fit. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja. Mein Papa hat eine ähnliche Krankheit und dem geht es toi 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 auch noch so gut. Liebe Ja. Grüße, Papa. Und der hat auch die gute Pflege von der Mama. Ja, das ist bei mir auch so. Ne? guck mal. Papa und Mama, pass auf euch auf. Haben wir noch eine Gemeinsamkeit, ne? Ja. Dankeschön. Ade. Macht's gut. Tschüss. Ade, ciao. Oh, was nette Kerle. Ja, total. Wahnsinn. Hoffentlich bleibt es auch so gesund. Kerl Toi, und toi, toi. Kerlin. Kerl und Kerlin. So, Leute, wie man es vermuten kann, es ist wieder soweit. Er ist wieder weg. Ja. Guck mal, schönes Gesicht. Friso! Hier. Was hat er jetzt wieder? Ist das nicht cool? Ist er das? Ja, der Camper-Sicht chillt ja gerne. Leute, super. Ich suche mir einen Wolf ab und der sitzt hier in seiner Matte da. Ist das nicht geil? Hast du gefragt wenigstens? Ja, der Bus gehört Nicole und Sven. Ich habe extra auf dich gewartet. Dankeschön. Ich habe noch nicht Vielen reingeguckt, ich habe nur gefragt, ob ich mich hier reinsetzen darf. Weil das so schön gemütlich ist hier. Dank. Nicht schlecht, coole Erfindung. Sven, Nicole, dürfen wir jetzt mal reinkommen? Aber bitte, Klingeln nicht vergessen. Wir zücken hier die Klingel. Das glaube ich nicht. Hallo! Spaß muss sein, ne? Ja, Hallo, das ist grüß dich. wirklich super. Friso, der Luki. Servus, Moin, grüß euch. Hi. Servus. Das habt Habt ihr ihr immer selber Werkzeug dabei? gebaut. Alles selber, alles einmal raus. Da waren lauter Sitze drin, so wie hier. Ne? Sitze einmal raus, neu den Fußboden verlegt mit Fußbodenheizung drunter. Natürlich. Was sind das für ein Bus War so ein gewesen? kleiner Reisebus zum Schluss als Schulbus genutzt. Und Aus Deutschland. nee, in Paris, in Frankreich. Ah, ein kleiner Franzose. Ein Franzose, genau. Okay. Und ja, dann hatte ich gut 1,5 Jahre dran rumgeschraubt, bis ich insoweit hatte, wie er heute ist. Viele kleine Features. Hier habe ich noch mein kleines Reich. Kühlschrank. Nicht ganz. Nein, Leute, guck dir das an. Ich weiß es nicht. Du hast eine komplette Werkstatt in deinem Bus. Leute, eine eigene Werkstatt im Bus. Wir waren ja fast ein Jahr damit in Europa unterwegs. Oh, Und ein Jahr. Wie viele Kilometer? 15.000. 15.000 Kilometer. Wo wart ihr denn überall? Also in 11 Länder haben wir geschafft in 11 Monaten. Wahnsinn. Genau. Habt ihr denn keine Jobs oder wie habt ihr das gemacht? Von unterwegs. Wir hatten Glück. Warum? Wir haben zu Hause unser Haus verkauft und dann sind wir erstmal losgezogen. Wahnsinn. Was andere nachher eigentlich immer machen, wenn sie in Rente gehen, haben wir gesagt, wir machen es lieber schon mal vorher. Gab es denn mal irgendwie ein ganz komisches, skurriles Erlebnis mit dem Bus auf dieser Reise? Oh ja.
Erzähl. Ein paar. Hau raus. Also das Schlimmste, was ich eigentlich miterlebt habe, ist, dass wir auf dem Campingplatz in Frankreich standen. Und Sven wollte noch einmal rangieren. Und da war der Platz halt so, da war so ein Treibsand. Ja. Und auf einmal bewegte sich gar nichts mehr. Und ich sagte, die Räder drehen durch. Und dann wurde es immer später. Und der Bus sackte immer weiter ab. Also wir lagen mit den 12 Tonnen. Man konnte die Hand ans Rad halten und das mitfühlen, wie der Bus absackte. Und dann lag er komplett auf. Da haben wir 2 Tage lang mit 10 Mann gebuddelt, kniehoch, alles mit Holz unterfüttert, um den wieder rauszukriegen. Und beim Buddeln sind wir noch auf eine Handgranate vom Zweiten Weltkrieg gestoßen. Das war eigentlich das Schlimmste. Ja, zum Glück, dass die nicht hochgegangen ist. Aber da waren die Franzosen ja auch sportlich und haben sie einfach auf den Pickup hinten raufgeworfen, die fuhr dann immer mit. Jetzt gehen wir erstmal nach hinten durch ins Schlafreich. Oh, hier geht's weiter. Genau. Okay. Och, sag mal an hier. Ja. Was ist denn das hier? Luki, hast du das gesehen? Guck mal, diese Fenster. Ja, aber guck doch mal hier, das Badezimmer. Oh, Leute. Ist das ein richtiges Holzwaschbecken? Ja, genau. Echtes Holz. Du kannst, während du auf dem Klo sitzt, rausgucken. Keiner kann reingucken. Das sind hier so Sichtschutzfolien. Richtig. Friso, hier ist die Dusche. Ich werd verrückt. Oh, natürlich mit LED-Lichtspiel. Ne? Wollen wir hochgehen? Ja, gerne. Was für eine Höhe ist das dann gleich? Wir sind dann auf 3,33 Meter. Schön festhalten mal beim Hochgehen. Ja. So. Na, jetzt fängt die Aussicht an hier, du. Geht's, Luki? Ja, super. Und Guck wie mal sieht's hier. aus? Sehr schön. Komm mal mit. Ach, guck mal an. Mega Blick hier. Darf ich fragen, was kostet so ein Bus und was hast du reingesteckt? Der Bus, den hatte ich für 60.000 € bekommen und dann habe ich noch mal gut 30.000, 40.000 € investiert in Technik. Plus und Arbeitsstunden. natürlich, aber die rechnet man ja nicht. Ne? Ja. Es hat was Fürstliches. Total. Ja. Man kann runter aufs Volk gucken. Luki, lass uns mal runter aufs Campingvolk gucken. Komm, wir winken mal. Hallo. Hallo. Werte Camper. Schöne Aussicht hier. Geil. Vielen Dank. Super. Ihr seid immer gerne herzlich willkommen. Das ist lieb. Danke. Viel Spaß noch. Tschüss. Back to nature hier. Oh. Hallo. Servus. Guck mal, Luki, was ist denn das für ein geiles Golf 1, Leute. Ein Golf 1. Nee, das ist ein Pickup. Trotzdem ist es ein Golf 1. Das Auto meiner Kindheit. Hallo, Moment. Hallo. Friso und Lukas vom Campingcheck. Servus, grüß dich. Hallo, Was ist das für ein Golf? das ist ein 1er Caddy. Ein Einser-Cash. Die sind ja sauselten. Ja. Entschuldigung, dass wir dich so überfallen, aber Kein Problem, alles gut. wir waren Nein. so begeistert von deinem Auto, weißt du? Ach, danke schön. Wir stehen hier zusammen. Das ist meinem Jüngsten. Ja? Das ist den 2. Hallo, Ich habe den gerade vorwärts da reingefahren, damit wir einfach mal so die Größenverhältnisse mal fotografieren konnten. Da Und ist jetzt- deiner ein bisschen kleiner, ne? Das ist passend. Also ich bin ja auch klein Ja. und schon etwas ältere Dame und etwas gemütlicher und so ist sie auch. Ich will ja was sehen von der Welt. Hast du denn was von der Welt gesehen? Noch nicht. Ach, noch nicht? Du Nee, bist ich habe neu. ihn erst gekauft. Wie lange her? Wann habe ich den gekauft? Anfang des Jahres. Oh, das ist ja noch gar nicht Da lang. strahlen die Augen noch. Guck mal, Friso, Ja, was die total. Augen strahlen. Aber hier alles dabei. Hier Klappspaten und so weiter, ne? Genau. Darf ich mal reingucken? Ja klar. Ist noch nicht eingeräumt? Das macht man nicht. Ach, guck mal hier. Oh, das ist ja richtig groß. Ja, ist voll gemütlich. Und du reist alleine damit. Ja. Hast du da nicht Angst? Ich bin bis jetzt nur auf Festivals unterwegs gewesen und Da passt man ja immer gut aufeinander auf. pass mal aufeinander auf. Heute Und- Festivals kann ich euch nur empfehlen. Auch Wacken, wir waren da, Luki, ne? Ja, da Findet ihr in der Mediathek die War neue zwar ein Folge? bisschen nass, aber guckt euch mal an. Ja. Es ist nicht die Aber neue Folge, aufgepasst aber haben sie aufeinander. ist es Nass nicht die und no Matschepampe muss sein. Das Ja. gehört dazu. Ach, guck mal. Der Hexentanz, das kenne ich noch von früher. Ja, das ist noch von meinen Kindern. Und ich dachte, wir nehmen das heute einfach Oh, du mal hast ja mit. richtig Stauraum da. Und eine Bettheizung. Ja, die Bettheizung. Es gibt noch eine richtige Zeltheizung, aber die ist jetzt im George. Der braucht die dringender. Der George. Das ist George. Und ihr seid alles Familie hier. Ja, das sind meine 2 Jungs. Dieses ist ein bisschen ausgeartet bei denen, ne? Naja, die sind ja auch mehr Leute. Da sind Okay. ja die Schwiegertöchter noch dabei. Ach, da gucken wir da mal drüben. hin. Hallo. Hallo. Und ich bin der Friso. Hallo. Ja, Servus, Michelle, Lukas, angenehm, grüß dich. hallo. Hello. Micha? Michelle, Michelle. Hi. Und du bist? Jan. Moin. Servus, Jan. Und wen haben wir hier Lukas. unten? das ist die Luna. Luna, hallo? Ja, guck mal hier. Echter Campinghund. Sag mal, was habt ihr denn hier für Mordstrümmer? Ich meine, wenn die Mutti daneben steht, die Schwiegermutter, dann hat die gar keine Sonne mehr.
Ja, sieht die ein bisschen winzig aus, ne? Ja. Das stimmt. Ja, wir haben da unser polnisches Funkfahrzeug mitgebracht. Das ist der Polmostar 266. Wer hat die nicht gehört? Der Polmostar, was? 266. 266. Warum habt ihr euch für so ein riesen Monster entschieden? Ganz einfach, 6x6 und ein geringer Spritverbrauch. Und wie viel Sprit braucht der? 27 Liter rum. Ah, das ist nicht viel. Nee, Im das ist ja... Vergleich zur MAN oder so, Ja, oder ja, Tab okay. 1 Ja, ist ja, das... okay. Dürfen wir da mal reingucken mit euch? Und natürlich. Ach, guck mal an. Habt ihr das alles selber gemacht, Michelle? Das war alles schon tatsächlich so ausgebaut. Den haben wir so gekauft. Aber was hat denn sowas gekostet, wenn ich erfahren darf? Was haben wir bezahlt? 25.000. Ach so, da hätte ich jetzt gedacht, es kostet mehr. Die meisten denken tatsächlich, er wird mehr kosten. Bei dem Auto nicht ganz unwichtig die Frage, war der vollgetankt oder nicht? Halb. Halb. Hast du ja noch einen guten Deal gemacht eigentlich? Ja. Ihr habt ja richtig, 3 Leute können drin schlafen. Ja. Wir reisen eigentlich mit Hund und Katze. Wie lange habt ihr den jetzt schon? Die haben wir uns letztes Jahr gekauft als Hochzeitsgeschenk. Das heißt, ihr seid auch auf Hochzeitsreise dann damit gegangen? Noch nicht. Noch nicht? Kommt noch. Okay. Also geplant hatten wir eigentlich mal Mit der Fähre nach Irland. nach Irland, ja. Warum Irland? Das zieht, also mich jetzt persönlich zieht mich da immer hin mit den Klippen. Meer. Ist einfach eine schöne Gegend, grün. Und du hast gesagt, der Plan, das heißt, wie sieht es wirklich aus? Woran? Sahara. Du bist in die Sahara. Ich will in die Sahara, ja. Und du? Ja, natürlich. Also ich glaube, wir fangen mal mit Irland an und dann geht es in die Sahara. Also ihr seid sehr sympathisch. Ich werde hier gerade eingefummelt hier. Pass gut auf die beiden auf. Ne? Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit George. Ja. Und vor allem viel Spaß bei der Hochzeitsreise. Passt gut auf euch auf. Tschüss. Vielen Dank, dass wir gucken durften. Ja, danke schön. Ja, ciao. Macht ein paar Ja, aber die Fotos. freuen sich alle. Die war schön, du. Ha? Ja. Star, das ist der Star hier. Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern jeder Zeit, sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit. Luki, wir sollen hier am orangenen Bus entlang und dann links und rechts, hat Micha gesagt. Micha und Silke, die kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr oft den Campingcheck guckt. Die sind nämlich schon in der Weihnachtsfolge dabei gewesen, da haben sie uns besucht. Und in noch einer anderen Folge davor. Und jetzt sehen wir die endlich wieder. Ah, da ist er. Der Feuermeister, moin. Grüß dich. Wie geht's dir? Ja, gut soweit. Ich mache gerade Feuer. Ja, das Wie ihr sehe ich. seht. Feuer darf man hier machen. Ja, wir haben gerade gegrillt und jetzt machen wir die Feuertonne an. Silke auch da? Silke ist mobil. Ich weiß nicht, was sie jetzt macht. Wollen wir aber rübergehen? Die ist drin, ja. Ich freue mich voll, dich zu sehen. Ja, und gleichfalls. Da ist er. Der Blue Truck on Tour. Leute, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das Ding ist innen drin ein Highlight. Und alle selbst gebaut. Genau. Ah, das ist wie nach Hause kommen hier bei euch. Guckt euch das an. Silke, grüß dich. Hi. Na, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Ja, freut mich. Ah, Oh, wir haben mega. so viel Guck mal hier, geschrieben. schön. Hello, hello. Hallo, Schön, dich ihr zu sehen. Lieben. Gut siehst du aus. Dankeschön. Sehr gut. Wir haben es schon mal gezeigt, aber für mich immer noch das Klo war das Highlight. Allein schon diese Tür. Du erinnerst dich. Geil. Das habt ihr in Spanien gefunden, ne? Genau, das war in so einem verlassenen Haus in den Bergen und dann war das halt total kaputt und dann haben wir das halt mitgenommen. Genau. Und das Waschbecken, Leute, das kennen wir auch schon. Wahnsinn. So, ihr Lieben, ihr seht, das sind sehr herzige Menschen, sehr herziger Aufbau. Jetzt die allerwichtigste Frage, wenn ich dich so direkt fragen darf. Letztes Mal, als wir uns Weihnachten gesehen habt, hat uns ja besucht. Und da gab es eine nicht ganz so schöne Nachricht. Das ist richtig, ja. Also es ist tatsächlich fast auf den Tag genau ein Jahr her. Die Frauenärztin hat mich dann donnerstags morgens angerufen und hat mir gesagt, ja, ich wollte Ihnen einfach sagen, also Sie wissen, dass das Ergebnis nicht gut war, Sie wissen, Sie haben Brustkrebs. Und ich so, wie jetzt? Also ich war echt geschockt. Und dann habe ich dann nicht so, ja, was mache ich denn jetzt? Ne? Und dann hat sie gesagt, ja, am besten melden Sie sich in irgendeinem Brustzentrum. Ich sage, wo soll ich denn hin? Also ich war ja total überfordert. Ne? Also das war im ersten Moment so ein absoluter Schock und auch dieses Gefühl, was ich da hatte. Ja, und dann saß ich da mit mir alleine und der Info. Jetzt haben wir uns Weihnachten getroffen, ne, in der Sendung. Und du hast ganz offen davon erzählt. Ja. Und das sind ja mittlerweile wirklich viele Zuschauer. Vielen Dank dafür übrigens, ihr Lieben. Du wisst das echt zu schätzen. Wie war dann die Resonanz da drauf? Weil du hast das ja... Wusste das überhaupt schon jemand vorher? Also ein engster Kreis. Ne? Aber in deinem Dorf zum Beispiel nicht, ne? Nee, und in meinem Dorf nicht. Und es wussten auch noch nicht alle auf der Arbeit. Aber ich habe mich ja bewusst dafür entschieden, darüber zu sprechen. Und es ist schön, dass so viele Menschen da auch Anteil dran nehmen und auch sich mit mir austauschen. Es hat
unheimlich viel Kraft gegeben, auch mit der Community, dass die da sind und dass die auch jetzt immer noch mitfiebern. Ne? Und das ist so schön. Das ist so eine da krieg ich eine Gänsehaut, ja, weißt also du da das? muss ich ehrlich, Wahnsinn. also das Ja, ist wirklich toll. Also dieser Zusammenhalt, den man halt einfach hat unter Campern. Ne? Du bist jetzt, weil das war ein Kontrolltermin, du bist zwischendurch jetzt operiert worden. Ja, genau. Ich bin zweimal operiert worden. Wie geht's dir denn jetzt? Also ich würde sagen, den Umständen entsprechend. Okay. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man so einen Mann an seiner Seite hat, der das einfach alles mit einem macht. Und ich bin da sehr dankbar für. Wirklich. Ja, und ich weiß, es ist nicht selbstverständlich, weil ich viele Frauen auch kennenlerne, die ja hängen gelassen werden in der Situation. Und das weiß ich wirklich zu schätzen. Boah, Gänsehaut, Leute. Gänsehaut pur. Och, Jets. Du wisst jetzt, was ich meine, oder, Leute? Naja, und für mich war es halt nie eine Frage. Ne? Also das war klar. Also es war nie eine Frage, oh Gott, ne, was mach ich dann jetzt damit? Und ja. Was habt ihr daraus gelernt bis jetzt? Was könnt ihr da erzählen? Ich glaube einfach, das Wichtigste, was man daraus nehmen kann, ist, dass du nichts verschiebst. Nichts. Ne? Also, dass du das tust, was du spürst und das jetzt. Auf was willst du warten? Ne? Und das bringt einen so zusammen und wir nutzen und genießen jede Sekunde einfach und gucken, wo ist die Freude, wo ist das Leben, wo ist der Spaß, ja? Wo geht es einem gut? Und das ist das, was wir versuchen, jeden Tag wirklich auch zu leben. Mit uns, aber auch mit denen wir zusammen sind. Ne? Also trenn dich auch von den Sachen, die dir nicht gut tun. Lass es einfach. Dafür ist einfach das Leben zu kurz. Geh für dein Leben. Wofür Ne? brennst du? Außer für mich, ja. Fürs Campen, Ja? für die Freiheit. Ja, es ist einfach, wenn ich unterwegs bin, merke ich einfach, es geht mir gut. Ja, es ist einfach ein anderes Zusammensein, ein ehrliches Zusammensein und das bereichert mein Herz. Und halt auch die Menschen, die wir kennengelernt haben. Also wir haben ja manche vor 2 Jahren das erste Mal gesehen. Das sind jetzt wirklich richtig gute Freunde. Und jetzt haben wir natürlich noch hier ist aber den kleinen, den großen LKWs. Das verbindet auch nochmal auf eine andere Art und Weise. Wie ich mal sage, wir haben alle die gleiche Grunderkrankung. Und ja, und das ist halt einfach ja, schön und irgendwie auch geil. Ne? So, und deswegen, ja. Vielen Dank erstmal. Also erstmal total schön, dass wir uns getroffen haben. Ja, Ich finde das so geil. Ich habe mich auch wirklich drauf gefreut, Luki auch. Ihr bleibt mal schön so, wie ihr seid. Ja. Du wirst noch gesünder, Ja. weil wir müssen ja wieder uns treffen. Ja. Und ich weiß noch, das muss ich euch noch mal zeigen, hier sind eure Verlobungsringe in Epoxidharz. Ist das nicht geil? Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern jeder Zeit, sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit. So, ihr Lieben. Feierabend, Emma, Pamela. Das ist schon bettfein gemacht. Und Luki und ich haben hier gerade mal noch ein Feuer angemacht. Mit der zusammenfaltbaren Feuerschale. Mit so einem Netz, finde ich mega. Und jetzt hat Luki gesagt, ich soll mein Weihnachtsgeschenk mitbringen. Das hat er mir ja in der Weihnachtsfolge geschenkt. Ein Doppelbierglas. Und er hat gesagt, er hat sich da noch ein bisschen was ausgedacht, ja. Da bist du ja, Friso. Ich habe das Glas mitgebracht, Luki. Super, sehr gut. Pass auf, ich habe eine Überraschung für dich, mein Freund. Bin gespannt. Achtung, eine Weltpremiere. Es gibt ein Bierchen und zwar ein Garagenbierchen aus dem Kofferraum. Guck mal hier, Leute, was sagt ihr dazu? Ja. Achtung und zack. Oh, lässt sich sogar gut einschenken. Lässt sich sehr gut einschenken. Guck mal hier. So, das ist deine Seite, Friso. Aha. Zack. Mega ein Fässchen in der Garage. So, komm. Mein Freund, jetzt ist es gefüllt. Naja, können wir ein bisschen noch nachlegen nachher. Leute, was war das für eine wirklich coole Folge, oder? Weil ich bin selbst ein bisschen begeistert. Ich glaube nämlich, das war eins der krassesten Treffen, die wir jetzt besucht haben, Luki, oder? Ja, also das war, hier ging es schon richtig rund, kann man sagen. Also erstmal, was für abgefahrene Fahrzeuge, wortwörtlich. Ganz klein, ganz groß, vor allem groß. Und auch die Menschen, die wir getroffen haben, also die haben nicht nur was zu erzählen, sondern die waren wirklich in allen Ländern und haben da auch einfach mal andere Kulturen kennengelernt, was ich total spannend finde. Ne? Also das finde ich mega. Und alle sind natürlich so ein bisschen durchgeknallt, so wie wir. Aber irgendwie alle haben dieses Camper und dieses Freiheitsgehen. Das finde ich richtig cool. Ja, so Luki, jetzt wollen wir mal Jetzt eben wird's hier... aber spannend. Prost, mein Lieber. Jetzt können wir gar nicht anstoßen. Der Anstoßen geht nicht mehr. Und los geht's. Ihr Lieben. Schön gekühlt. Finde ich richtig gut. Ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart. Wir machen weiter. Ja, wir schlafen eine Nacht durch und dann geht's weiter für euch. Passt gut auf euch auf. Bleibt stabil, Leute. Wisst ihr, ne? Luki.
Also Schönes Enkirch Feuerbierchen. und auch Mosel ist wirklich geil, oder? Also diese Moselschleife hier mit den Bergen drumherum. Das ist echt krass. Gut, da komme ich auch mal privat hier nochmal her. Schöne Ecke. Jetzt Ja. gib mir noch mal ein bisschen was in ein Bierchen rüber. Ja, Komm mal her. okay. Und? Nicht verschütten. Du kannst hier alles daneben.